Hallo und herzlich willkommen zu meinem letzten Travel-Vlog. Hier sehe ich in Peru und Mexiko nochmal richtige Banger, also viel Spaß mit dem Video. Ich bin also von Rio de Janeiro nach Lima geflogen, die Hauptstadt von Peru. Hier im Zentrum gibt es einige schöne alte Gebäude, die ich abgelaufen bin. Man kann hier sicherlich noch viel mehr erkunden, zum Beispiel die Küste mit Strand. Aber aufgrund des immer grauen Wetters habe ich nur die Stadt erkundet. Dann ging es mit einem mal wirklich abgespaceden Fernbus Richtung Nazca. Und ich habe hier während der Fahrt mal einige Bilder gemacht. Man fährt hier wirklich durch sehr schöne Wüstennatur. Ja, heute mache ich was ganz Besonderes. Ich bin jetzt hier gerade am Flugterminal in Nazca und hier gibt es die berühmten Nazca-Linien. Das hat jeder von euch wahrscheinlich schon mal gesehen. Die knapp 2000 Jahre alten Glyphen und Symbole wurden von den Menschen der damaligen Kultur geschaffen und es ist noch ungeklärt bis heute, warum. Es gibt natürlich Theorien über Rituale, religiöse Gründe, Zeremonien oder astronomische Kalender und natürlich auch, dass es ein Landeplatz für Aliens ist. Seit 1994 zählen sie zu UNESCO-Welterbe. Mit die bekanntesten Zeichen sind der Kolibri, der Affe oder auch die Spinne. Wir sind wieder gelandet, ich habe hier ein Zertifikat bekommen und war wirklich richtig cool, die Linien in echt zu sehen. Wir sind auch noch über so ein Aquädukt geflogen, das habe ich noch extra mit dazu gebucht. Danach ging es mit dem Fernbus Richtung Cusco, also von Wüstenlandschaft Richtung die Berge. Man fährt wirklich stundenlang durch wunderschöne Berglandschaften. Ja, ich bin jetzt in Cusco angekommen. Ich bin jetzt schon direkt vor meinem Hostel, hier mitten in der Innenstadt. Und hier wird die ganze Zeit rumgehupt. Cusco und Umgebung bieten wirklich so viele Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten. Das war genau für mich. Ich habe hier in meinem Hostel 10 Nächte gebucht und direkt neben meinem Hostel war auch eine einheimische Küche, wo ich eine Suppe und ein Hauptgericht immer für 2 € bekommen habe. Also optimal. Die Altstadt ist wirklich sehr schön zum Durchschlendern mit vielen Restaurants oder auch Souvenirshops. Direkt neben Cusco kann man schon einige alte Inka-Ruinen besuchen. Die Inkas waren ein indigenes Volk im 14. Jahrhundert, die ein riesiges Reich aufgebaut haben. Und Cusco war das Herz des Inka-Reiches. Später nochmal mehr dazu. Okay, heute geht es auf eine Tour zum Rainbow Mountain. Das habe ich hier wieder direkt über mein Hostel gebucht und werde jetzt hier schon mit dem Bus abgeholt. Wir haben morgens 4 Uhr, also der ist ein bisschen weit weg, deswegen müssen wir schon früh losfahren. Die Fahrt zum Rainbow Mountain hat ungefähr 3 bis 4 Stunden gedauert. Auf dem Weg konnte ich noch Bilder mit Alpakas machen. Das Fell ist auf jeden Fall ultra weich und sie sind super cute Tiere. Okay, wir starten jetzt den kleinen Hike hoch zu dem Rainbow Mountain. Ja, man kann sich hier auch mit einem Pferd hier hochreiten lassen, das sieht richtig lustig aus. Ich bin oben angekommen, eben schon noch ein geiles Bild mit den Alpakas gemacht
Und ich habe mich auch gewundert, warum bin ich so außer Atem, weil ich bin hier relativ gut hochgerannt. Das ist einfach 5000 Höhenmeter hier oben. Das erklärt jetzt einiges tatsächlich. Jetzt noch auf dem letzten Bonusweg sozusagen. Da waren jetzt so zwei Einheimische, die haben mir gesagt, hier willst du mal Inka-Bier probieren. Ich sage, okay, probiere ich mal. Aber das ist kein Bier, kann ich euch sagen. Das knallt rein wie ein Shot, also es ist auf jeden Fall irgendwas Hochprozentiges. Also Schnaps auf 5000 Meter Höhe knallt brutal rein, sage ich. Ja, ich stehe wieder vor meinem Hostel, wieder morgens 6 Uhr. Es geht nämlich wieder heute auf eine Tour. Hier in Cusco gibt es so viel zu sehen. Also, let's go. Bei unserem ersten Stop haben wir etwas über die peruanische Handcraft gelernt. Die Frau hat uns gezeigt, wie sie mit bestimmten Pflanzen Farben herstellt oder auch, was sie aus der Wolle von Schafen und Alpakas machen. Sehr alte Traditionen. Ja, wir sind jetzt hier bei einem echten Inka-Palast in Chinchero, glaube ich. Und ja, hier sind originale Steinwände von den Inkas, knapp 1500 Jahre alt, aus dem Jahr 1470. Das Besondere an diesen Wänden ist einfach, dass sie wirklich sehr präzise Stein auf Stein perfekt ineinander gehen. Und so überdauern sie die Zeit und sind auch sicher gegen Erdbeben tatsächlich. Die Inkas haben solche Terrassen gebaut für die Landwirtschaft. Das Besondere daran war, dass bei den unteren Terrassen es wärmer war als bei den oberen. Und so konnten sie unterschiedliche Dinge anbauen, je nach Temperatur. Dann ging es weiter mit der Tour. Ja, wir sind jetzt hier bei der nächsten Station bei Mores Moray. Auch wieder was von den Inkas gebaut worden, ein Laboratorium, wo sie auch wieder viel experimentiert haben mit verschiedenen Dingen, gerade natürlich wieder im Agriculture-Bereich. Das wurde teilweise auch wieder restauriert, weil es über die Jahrhunderte auch teilweise zerstört wurde. Wir sind hier in den Salzminen von Maras, auch hier unsere nächste Station auf der Tour. Auch was sehr Besonderes hier. Hier ist durch die ganzen Erdverschiebungen vor Millionen Jahren ganz viel Salz im Inneren der Erde entstanden. Ja, die einzelnen Pools gehören hier quasi ganz vielen verschiedenen Familien. Hier arbeiten über 600 verschiedene Familien in diesen Salzminen. Nach den Salzminen ging es wieder auf die Spur der Inkas. Und ja, wir sind immer noch in derselben Tagestour, kaum zu glauben. Geht jetzt noch zur letzten Inka-Ruine der heutigen Tour. Wieder auch eine sehr schöne Szenerie, wie ich finde. Das war's mit dieser wundervollen Tour heute. Ja, hier hinten noch die Inka-Stadt im Rücken. Okay, jetzt wird es Zeit für das Super-Highlight in Peru, das Weltwunder. Morgens um 4 wurde ich in Cusco eingesammelt und bin dann mit Bus und Zug nach Aguascalientes gefahren. Okay, wir sind jetzt mit dem Train angekommen in Aguascalientes. Ja, das ist quasi die Stadt unter Machu Picchu. Und ich habe jetzt hier gerade meinen Guide getroffen und das ist tatsächlich so eine Privattour, also das hätte ich gar nicht gedacht. Jetzt geht es noch knapp 20 Minuten mit dem Bus hoch auf den Berg. Es gibt, grob gesagt, 3 verschiedene Routen, die man hier laufen kann. Route 1 ist so der Panorama-Track. Route 2 hat ein bisschen Panorama und den unteren Teil der Stadt. Und Route 3 hat nur den unteren Teil. Ich hatte diese Tour schon 3 Monate im Voraus gebucht, weil
ja manche Touren teilweise ausgebucht sein können und man spontan da nicht rankommt. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, ich will unbedingt das Panorama View sehen und habe Circle 1 gebucht. Ja, also es hat sich auf jeden Fall richtig gelohnt, hier den Panorama Circuit zu nehmen. Man hat hier von verschiedenen Winkeln unglaublich gute Bilder. Also ja, traumhaft schön. Mein Guide war auch eine absolute Legende. Er hat mich nämlich noch in Circuit 3 reingeschleust. Also ich konnte noch alleine einmal durch Circuit 3 durchlaufen. Er hat dafür auch ein gutes Trinkgeld bekommen. Die historische Inka-Stadt wurde vermutlich vor knapp 1500 Jahren gebaut und mit dem Überfall der Spanier wurde sie dann verlassen. 1911 hat ein amerikanischer Entdecker dann hier die alten Ruinen gefunden und bekannt gemacht, quasi der echte Indiana Jones. Also nochmal als Fazit, es war ein unglaublich geiler Trip hier, sich das anzuschauen. Machu Picchu, ein einzigartiges Weltwunder. Ich bin dann von Cusco nach Cancun geflogen, das liegt hier in der mexikanischen Karibik. Demnach sind hier jeden Tag schön 30 Grad und ist noch ein guter Abschluss meiner Reise, weil in Cusco, muss ich sagen, war es nachts schon ziemlich kalt und ich mag es eher warm. Ich war hier die gesamte Zeit in einem echt super Hostel mit allem, was ich brauchte, ein gutes Bett, gutes Internet und alles Wichtige nur 5 Minuten Fußweg entfernt. Von Cancun kann man einige Touren machen, um etwas über die Kultur der Mayas zu lernen. Ich habe eine Tagestour nach Tulum gemacht. Die alten Ruinen liegen direkt am Meer, was auch wieder sehr schöne Bilder ergeben hat. Die Hochzeit der Maya-Kultur war vor knapp 2000 Jahren, bis mal wieder die Spanier kamen und dem Ganzen ein Ende gesetzt haben. Eine weitere Tour ging dann nach Chichén Itzá, das Weltwunder der alten Mayas. So, wir sind jetzt mit der Tour angekommen bei den archäologischen Ruinen von den Mayas. Und wir laufen jetzt hier zu der Hauptpyramide. Chichén Itzá ist der Name von der gesamten Stadt, die hier mal früher gewesen ist. Die bekannte Pyramide wurde damals zugewachsen und beschädigt aufgefunden, deswegen wurde die Pyramide restauriert. Das Aussehen der Pyramide mit den Stufen wurde nach dem Kalender der Mayas gebaut und zweimal im Jahr zur Tag-Nacht-Gleiche gibt es hier ein faszinierendes Schattenspiel, wo es so aussieht, als würde die Schlange hier unten mit dem Schlangenkopf dann den Tempel runtergleiten. Und das ist für Tausende, Zehntausende Menschen früher so wie heute ein großes Spektakel. Ja, hier stehen wir mitten in der Arena. Hier wurden früher Ballspiele sozusagen gespielt, die man an die Wände geworfen hat sozusagen und die abgebounced sind. Und man sieht hier, dass die Architekten das so konstruiert haben anhand von kleinen und großen Steinen, dass hier ein Hall entsteht und zwar ein Echo von 7 und das steht für die Anzahl der Spieler, also 7 Spieler pro Team und wenn der Ball gegen die Wand gebounced ist, hat es 7 Echos zurückgeschaltet. Ja, hier hinter mir befindet sich jetzt noch ein bestimmter Tempel. Hier wurden früher anscheinend Aufopferungen gemacht, und zwar Menschenopfer. Ich bin hier an einem der Strände in Cancun. Hier ist so, sag ich mal, die Main Area mit den meisten Hotels, den meisten Touristen und auch einem belebten Nachtleben. Und ja, meine Haare sind komplett kreuz und quer. Ich kann es nicht abwarten, irgendwann mal wieder beim Friseur zu sein. Ja, auf jeden Fall hier schönes Wasser, Sonne, 30 Grad, ein gutes Urlaubsziel.
blende hier wieder die Kosten ein. Das sind einmal Peru mit knapp 3 Wochen und einmal Mexiko mit knapp 4 Wochen. So, das war's wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es werden noch 2 Videos kommen, ein Fazitvideo und ein Kostenvideo zu meiner gesamten Weltreise. Da werde ich auch noch mal ein paar mehr Worte sagen. An dieser Stelle sage ich ein letztes Mal, Schmidi, bleibt on Tour.